Wie weit komme ich mit Interrail in genau 24 Stunden? Es ist Mitternacht, ich bin in Koblenz im Hauptbahnhof und das bedeutet, eine neue Challenge startet genau jetzt. Das günstigste Interrail-Ticket ist ja 4 Tage aus einem Monat in der zweiten Klasse. Genau das habe ich. Und das bedeutet ja, dass ein Interrail-Tag wirklich besonders wertvoll ist. Und den nutzen wir jetzt ganz besonders gut aus, indem wir genau um Mitternacht hier anfangen und gucken, wie weit wir kommen, bis der Tag genau endet. Also bis genau Mitternacht. Und das versuchen wir jetzt. Und mein erster Zug ist hier dieser Intercity, der am Nightjet dranhängt. Der fährt nach Zürich. Mit dem kann man tatsächlich mitfahren, mit Interrail. Und bis in die Schweiz fahre ich auch. Ich muss noch mal gucken, je nachdem, wie viel Verspätung der hat, ob ich bis Zürich durchfahre oder ob ich in Basel SBB umsteige. Weil ich muss ja danach weiter über die Alpen oder durch die Alpen durch in Richtung Süden. Da könnt ihr euch jetzt ja vorstellen, in welche Richtung es ungefähr geht. Die Regel ist, dass ich Züge, die reservierungspflichtig sind, mit Interrail nehme und auch reserviere, aber dass ich sie heute reservieren muss. Also während ich unterwegs bin schon, sodass ich genau auch spontan darauf reagieren kann. Natürlich gibt es eine Zeit, wo man eine Stunde vorher das reservieren muss über die Interrail-App und das will ich natürlich dann auch einhalten. Aber es soll sich so anfühlen, wie als wenn man spontan losfährt und dann guckt, wie weit man kommt. Und genau das probieren wir heute gemeinsam aus. Und ich habe euch hier unten immer eingeblendet, was mich der ganze Spaß gekostet hat. Also wir fangen jetzt hier unten mal an mit den Kosten für das Interrail-Ticket. Das habe ich in so einem Sale gekauft, deswegen war es ein bisschen günstiger. Also Nightjet doing Nightjet things. Jetzt nochmal wieder 10 Minuten mehr. Also jetzt hat er schon bald eine halbe Stunde Verspätung. Weil man das ja auch so auf so einer Strecke hier einfach kriegt. Ich weiß nicht, wie das der Nightjet immer schafft. Das heißt immer, ja, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich dass diese Züge wirklich fahren, wann sie wollen. Jetzt gucken wir mal. Ja, noch geht's eigentlich. Und weil wenn das jetzt die Verspätung nicht aufgeholt wird, sondern noch mehr wird, dann ist schon mal in Basel ein Problem. Ich habe natürlich keine Reservierung, weil das ist ja Teil der Challenge, dass wir einfach losfahren und mal gucken, wie weit uns hier die Züge bringen. Und deswegen gibt es in dem Zug keine Reservierung und man muss auch keine machen. Gleis 4, Einfahrt NJ 403, Ankunft ursprünglich 0 Uhr 57 mit IC 60 403 nach Zürich über Mannheim Hauptbahnhof in den Abschnitten D bis G. Abfahrt ursprünglich 0 Uhr 59. Vorsicht bei der Einfahrt. Ein Problem ist natürlich, dass es hier hell ist. Also der steht jetzt seit 10 Minuten hier in Koblenz und fährt nicht weiter. Also wir haben jetzt den Koblenzer Bahnhof nochmal mit einer Dreiviertelstunde Verspätung verlassen. Und also genau um 1.45 Uhr sind wir losgefahren. Jetzt fahren wir auf die rechte Rheinseite. Ich glaube allerdings, das ist wie geplant, weil der nächste Halt ist nicht Mainz, sondern direkt Mannheim hier von dem Zug. Aber auf den Weg machen wir uns jetzt. So, guten Morgen, sage ich mal. Ich hoffe, ich sehe einigermaßen ausgeschlafen aus. Ich bin aber, glaube ich, nicht wirklich ausgeschlafen. Ich habe so mehr gedöst als geschlafen, aber was will man auch in so einem
Zug in einem Sitzwagen auch machen, aber mal gucken, wie mir das dann heute Abend geht. Wir sind jetzt zwischen Basel-Badischer Bahnhof und Basel-SBB und der Zug fährt zwar nach Zürich und da würde es auch weiter Züge geben, mit denen ich fahren kann, aber da er wieder alles aufgeholt hat und wir jetzt pünktlich in Basel-SBB ankommen, habe ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde, um jetzt dann mit einem weiteren Zug weiterzufahren, direkt runter in Richtung Süden. Einen Zug in Richtung Lugano nehme ich jetzt gleich in einer Dreiviertelstunde und so lange versuche ich mal hier in Basel, SBB, an einen Kaffee zu kommen. Der wird mir wahrscheinlich helfen, wahrscheinlich den teuersten Kaffee aller Zeiten und dann weiter mit dem Intercity. Übrigens mit den Schweizer Wagen, die fahren ja im regulären Tagverkehr nicht mehr. Das heißt, das sind hier wahrscheinlich die einzigen Schweizer Wagen, die überhaupt noch hier auf der Strecke da fahren, durchs Rheintal und hier runter. Hier in der Nacht kann man sie doch noch sehen. Kaffee 5,60 Franken. Grüezi. Wie viele Leute hier aber auch mit Skiern, aber ist auch irgendwie logisch, ne? Und jetzt ist hier eine schlechte Nachricht, nämlich hier zum ersten Mal auch die SBB informiert mich über einen Streik in Italien. Oh Gott, sieht noch gut aus, dass ich bis nach Mailand wenigstens komme heute, aber wenn Streik in Italien ist, müssen wir wirklich gucken, was da so geht und welche Züge überhaupt fahren und wie wir da so weiterkommen. Auf jeden Fall, Gleis 7 ist da, wo jetzt noch der Zug nach Hamburg steht. Das ist der, wo gleich auch mein Zug fährt. Und zwar in etwa einer knappen halben Stunde. Und das ist jetzt auch die Strecke, die ich jetzt gleich hier machen werde. Nämlich hier Basel, Olten, Luzern, Art Goldau, Altdorf, Bellinzona, Lugano. Und da steige ich dann um in so einen Regionalexpress, der dann bis nach Mailand fährt. Das ist die Strecke hier heute Morgen, heute Vormittag durch die Schweiz. Ich nehme die Strecke durch den Gotthard-Basistunnel, weil sie ja viel schneller ist als außenrum, auch wenn die Bergstrecke natürlich die schönere Strecke wäre. Aber bei uns geht es ja darum, wie weit komme ich. Und da muss man dann schon die schnellsten Varianten nehmen, die man hat. Bis jetzt noch keine Reservierungen kaufen müssen, weil bis nach Mailand habe ich dann die Variante ohne eine Reservierung genommen. Probiere ich mal, was ich mir hier Schönes geleistet habe, was es hier gibt. Mal gucken, was das hier ist. Sieht aus wie eine Mini-Brezel. Mal gucken. Ist wie eine Mini-Brezel, aber lecker. Also, kommt nicht ran an Stuttgart, aber kann man gut essen. Ich komme übrigens immer noch nicht über den Fakt hinweg, dass wir eine Dreiviertelstunde in Koblenz später losgefahren sind und hier in Basel SBB, also auf die Minute pünktlich, vielleicht sogar 2 Minuten zu früh eingefahren sind. Wahrscheinlich ist so viel Puffer in der Strecke drin, weil die wissen, was das für ein Zug ist. Das ist ehrlich gesagt ziemlich clever. Hat er heute auch gebraucht. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt bis nach Mailand eigentlich überhaupt keine Angst, dass hier irgendwas schief gehen könnte, weil wir sind ja in der Schweiz.
So, dann geht's weiter. Ich glaube ja, jetzt kommt der schönste Teil der Reise. Obwohl, in Italien kann es auch schön sein. Aber jetzt geht gerade so die Sonne auf und wir kommen jetzt in die Berge bald. Wir treffen mit 4 Minuten Verspätung in Luzern auf Gleis 7 ein. Aufsichtfertige Fahrtrichtung links. Jetzt sind wir gerade losgefahren in Luzern und jetzt kommen wir in den Bilderbuchteil der Schweiz, Art Goldau, dann am Vierwaldstätter See nochmal entlang und dann durch den Gotthard-Basistunnel. Das heißt, da ist es natürlich dann dunkel, aber hier ist ja auch schon unglaublich schön. Freunde, ich kann es nicht anders sagen, aber hier ist wirklich einer der schönsten Orte der Welt. Hier ist es einfach super schön. Die Schweiz hier, das ist einfach der Hammer. Guck ich das an hier. Und das noch nicht mal der Teil, den ich meine. Gleich kommt das der Teil, den ich meine. Wir kommen jetzt gleich in den Gotthard-Basistunnel. Das ist die viel schnellere Variante, deswegen fahre ich mit dem auch. 1,5 Stunden würde es länger brauchen, wenn man über die alte Strecke und den alten Gotthardtunnel fahren würde, die natürlich landschaftlich natürlich viel schöner ist und da man auch viel mehr sehen kann. Aber mit diesem Zug geht es unten drunter durch und dann wird es, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde dunkel gleich. Aber dafür geht es mit 200 Stundenkilometer. Das ist jetzt Altdorf und jetzt geht es dann auch gleich ab in den Gotthard-Basistunnel. Und das ist er jetzt. Auf der anderen Seite sprechen sie dann Italienisch und wir sind in Bellinzona. Dann herzlich willkommen im Tessin oder wie Sie sagen würden, Buongiorno in Ticino. So, jetzt bin ich gerade hier in der Überlegung, was ich dann ab Mailand mache. Es gibt einen durchgehenden Zug von Mailand, der bis nach Reggio Calabria fährt, durchgehend von Mailand. Der sitzt dann 8 Stunden in einem Frecciarossa. Da hätte ich dann relativ viel Aufenthalt, nämlich mehrere Stunden in Mailand, wo ich dann Mittagessen gehen könnte. Die andere Idee ist, dass ich direkt, wenn ich ankomme, einen Zug nach Bologna nehme, um dann dort Mittagessen zu gehen und dann von dort aus einen Zug bis nach Villa San Giovanni nehmen, wo dann theoretisch ich um 22 Uhr ankomme und dann gibt es noch eine Fähre rüber nach Sizilien.
Und das wäre natürlich eigentlich schon ein Ziel. Da muss ich aber gucken, wie das mit der Fähre so ist, weil das ist nämlich nicht die Fähre, wo der Zug drauf fährt, sondern das ist eine andere Fähre, die ich dann nehmen muss. Die kostet zwar bloß 3 € und deswegen finde ich es in Ordnung, dass ich sie mit inkludiere hier. Aber ich glaube, ich werde dann nach Bologna fahren. Und wir wollen ja heute gucken, wie weit es tatsächlich geht. So, gleich komme ich an in Lugano und da habe ich 4 Minuten Zeit, in den Regionalexpress nach Mailand umzusteigen. Es steht alles dran, dass er fahren würde, aber es ist ja Streik in Italien und wir kommen dann mit dem Zug auch nach Italien und sehr viele von den Regionalzügen sind dort, stehen schon als gecancelt dran. Der jetzt noch nicht, aber ich hoffe, dass der nicht nur bis zur Schweizer Grenze fährt und dann da stehen bleibt. Das könnte nämlich passieren wegen des Streiks. Dann muss ich gucken, was ich in Chiasso mache, aber wir nehmen den jetzt auf jeden Fall dann gleich erstmal so weiter fährt. So, und dann gucken wir weiter. Aber meine Hoffnung ist natürlich, dass er bis nach Mailand durchfährt. Aber bei so einem Streik kann man nicht wissen. Ich habe gerade schon die Abfahrten in Mailand gecheckt gehabt und super viele Regionalzüge sind gecancelt. Die Fernzüge glücklicherweise nicht so sehr. Prossima fermata, Lugano, stazione di fine corsa. Express 8 nach Paradiso, Visio, Chiasso, Abfahrt 10, 2, Gleis 1. Also von Gleis 1, aber das Problem ist, dass der nur bis Chiasso fährt, was ich befürchtet habe. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich schlechte Sache. Ich fahre jetzt mit dem trotzdem bis nach Chiasso. Also hier steht definitiv nur dran, dass er nur nach Chiasso fährt. Es gibt 2 Zugteile. Ich weiß gerade nicht, vielleicht der vordere, aber nee, da steht auf jeden Fall nirgendwo was dran. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich auf die DB-App verlassen kann. Aber da, wie müsste ich denn da fahren? Über Como, genau. Ich muss irgendwie nach Como kommen, aber dann ist die Frage, ob da überhaupt auch wieder was fährt. Das nächste, was hier steht als drin, ist 12:02 Uhr bis 12:50 Uhr. Ein Eurocity. Dann Eurocity davor fällt aus. Oh, mal gucken, weil der Eurocity ist nämlich reservierungspflichtig, ob ich da überhaupt noch was kriege. Der würde mich zu 15 € extra kosten, um nach Mailand zu kommen. Wollte ich ja extra vermeiden, indem ich das hier nehme. Und das wäre schneller gewesen. Aber der fährt zumindest. Aber der kann natürlich ziemlich voll sein. Mal gucken, ob ich da überhaupt noch ein Ticket kriege. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit um 11 mit der S-Bahn nach Como rüber. Also da will ich dann die Grenze überqueren. Die scheint zu fahren, muss ich aber gleich in Chiasso alles sehen. Und dann gibt es dort eine andere Bahnstrecke. Die fährt auch nicht über diese Hauptbahnstrecke, sondern die fährt nach Mailand, auch zu einem anderen Bahnhof in Mailand. Und das ist so eine, ich habe ehemalige Privatbahn oder so, aber man kann die, glaube ich, mit Interrail nehmen. Das muss ich dann gleich auch noch checken. Wenn ich die nehme, komme ich nach Mailand noch vor dem anderen mit dem anderen Eurocity. Und buche ich den Eurocity jetzt? Oder mache ich die komische Strecke, von der ich nicht weiß, von der ich bis gerade eben noch nicht genau wusste, was es überhaupt ist. Nee, wir fahren mit der unsicheren Variante, weil wir machen hier Abenteuer und wir versuchen hier so weit zu kommen wie möglich. Das ist natürlich jetzt hier schon mal ein Problem. Wahrscheinlich wird meine Mittagspause kürzer. Also da steht auch irgendwie für die Hälfte der Sache gecancelt, aber irgendwie S11 nach Milano. Aber die fährt wieder andersrum
Da gibt es so eine, die fährt nach Milano Porta Garibaldi, aber die fährt durch die Schweiz wieder außenrum. Und vielleicht wird es doch der Eurocity. Ich gucke mal gerade nach, ob der irgendwas kann. Ob man den buchen noch kann. Also, ich könnte jetzt noch für diesen Eurocity nach Mailand 12:02 Uhr noch für 15 Euro noch eine Reservierung buchen, um dann nach Mailand zu fahren. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige, was fährt. Ich buche das jetzt. Dann sind die 15 Euro im Zweifel weg. Das heißt jetzt hier, Kaching, klappt es auch wirklich. Ja. Ja, also, ja, okay, 15 Euro ausgegeben, ja. Aber wir haben jetzt in diesem Eurocity, was das Einzige zu sein scheint, das nach Mailand fährt, jetzt einen Sitzplatz. Gut, aber jetzt kommen wir gleich in Chiasso an. Wir haben hier was wir wegkommen, wenn wir früher loskommen und da was fährt, dann nehmen wir es. Aber wir haben auf jeden Fall eine Sicherheit mit dem 12:02 Uhr Zug, der nach Mailand fährt. Also, da geht gar nichts. Also noch nicht mal diese kleine S-Bahn wäre jetzt hier weitergefahren. Ist zwar noch nicht ganz Italien, aber sie können schon. Das kostet mehr. Also hier steht jetzt auch dran, dass der 12:02 Uhr wahrscheinlich fährt. So, man kann es umstellen auf Deutsch. So, hier. Genau, Handlungsempfehlungen. Richtung Milano Zentrale, so ist 1. Umsteigen Milano Zentrale. Ich stelle mich da jetzt an und frage mal nach, was hier so geht. Also eine gute Nachricht ist, dass sie sagt, dass es bis jetzt noch so aussieht, als ob der Zug um 12:02 Uhr hier, also in 1,5 Stunden, der Eurocity, dass der nach Mailand fährt. Und sie hat aber gesagt, das kann sein, dass die auch abgesagt, dass der kurzfristig abgesagt wird, weil hier schon ganz viel abgesagt wäre. Ich check mal aus, was es hier mit Bussen ist. Also hier, ob es hier Stadtbusse gibt, nach Como vielleicht einer. Also so habe ich mir das ja nicht vorgestellt, dass ich noch nicht mal bis nach Italien reinkomme. Ich glaube, das wäre der Bus. Vielleicht nehme ich einfach diesen Bus. Sì, però per andare alla velocità lì, lui doveva andare dritto. Cristo lo fai Un biglietto per i bus. lo scambio lo fai. Ciao. Grazie mille. Also los geht's. Warum mache ich das jetzt hier? In Como San Giovanni hält der Eurocity 12:02 Uhr möglicherweise auch. Aber möglicherweise gibt es halt dort auch noch zur Not irgendwie einen Bus in Richtung weiter nach Milano. 3 Euro sind das jetzt übrigens extra, die mich jetzt kosten. Das ist natürlich nicht in Interrail drin. Aber der fährt jetzt wenigstens mich über die Grenze. So, herzlich willkommen in Italien. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das mit einem Bus überquere. Also jetzt steht der Bus im Stau und ist natürlich total voll, aber
ich komme wenigstens mit dem voran. Ihr wisst ja, was die Devise ist. Immer mit dem fahren, was fährt, denn dann kommt man voran. Und genau daran halte ich mich jetzt auch. Zumindest mal bis Como San Giovanni und dann gucke ich da, ob da der Eurocity dann fährt oder ob der dann doch auch ausfällt. Der würde jetzt dann in einer Stunde abfahren in Chiasso. So, aber ja, ich muss hier nur gucken, wo ich überhaupt bin und wo der dann hält. Aber jetzt bin ich erstmal hier im Stadtbus. Ich bin froh, dass ich überhaupt gewusst habe, dass man so Tickets in so einem Tabakshop kauft in Italien. Das war Zufall, dass ich sowas weiß. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, ob wir dann gleich einen Blick auf den See wenigstens erhaschen. Ne? Also, jetzt gucke ich, wo ich hinkomme. Gehen wir mal zum Bahnhof. Und dann gehen wir den anderen Bahnhof gucken. Den von der anderen Bahn, ob da nicht doch was fährt. Wenn da doch was fährt, dann nehme ich das. Und wenn da nichts fährt, wie es aber leider wahrscheinlich ist, dann gucken wir mal, müssen wir doch wieder auf den Eurocity hoffen. Der aber auch hier hält. So, boah. Das wird jetzt hier echt zum Abenteuer, so habe ich es ja gar nicht erwartet, dass das hier so krass ist. Ja, wir unterstützen Leute, die streiken, weil die haben sicher einen guten Grund dafür, dass sie streiken und die werden wahrscheinlich nicht gut genug bezahlt oder die Arbeitszeiten sind Mist. Deswegen schon in Ordnung, wenn man streikt, aber uns betrifft es natürlich jetzt. Müssen wir jetzt durch. Ich habe gerade übrigens im Bus hier zufällig einen von euch getroffen. Du wirst das jetzt sehen. Schöne Grüße. Wollte nicht gefilmt werden, aber ich finde es lustig, dass ich in einem Stadtbus in Como einen von euch treffe schon. Das zeigt mir ehrlich gesagt, wie groß der Kanal geworden ist. Das macht mir ein bisschen Angst, aber auch ein bisschen cool. Jetzt gucken wir aber hier mal in Como San Giovanni, was da steht, wie das da steht, was da fährt und was nicht fährt. Und dann steht da ein Zug. Also, da stehen Züge, die für alle fahren Züge. Uhr 20. Genau, du. Vielleicht noch. Oder ist der gerade raus? Oh shit. Shit, geht das raus. Oh, Scheiße. Da hinten. Da hinten ist wieder wer gefahren. Der wird gefahren. Vor einer Minute. Soll man nicht sagen. Mist. Mist. Okay, was wird als nächstes? 12:10 Uhr. Gleis 1, okay. Das ist der Eurocity, der steht noch als dran. Der fährt. Ach, das ärgert mich jetzt. Okay, ich habe jetzt noch 40 Minuten und jetzt gucke ich zu dem anderen Bahnhof und was da passiert. Ich kann gar nicht hier, wie schön hier natürlich das mit den ganzen Bergen und dem See und so ist, ne? Comer-See, hier eine megamäßige, schöne Location. Und ich bin nur am Suchen, mit was ich weiterkomme. Okay, also gehen wir zu dem anderen Bahnhof von dieser anderen Bahn, die mir vorhin angezeigt worden ist. Und checken aus, ob da überhaupt irgendwas fährt. Okay, 17 Minuten Fußweg. Dahin ist der andere, ist ein anderer Bahnhof, der besser ist. Okay, wenn ich mich beeile, klappt's. Wir machen jetzt hier auch nochmal die Abfahrtstafel aus. Die gibt es zum Glück hier immer von Como San Giovanni. Dann wissen wir nämlich, ob der doch ausfällt oder Partenze. Tabellone Partenze Como San Giovanni. Milano Centrale 12:10 Uhr, Gleis 1. Steht immer noch dran als Pferd. Und ich habe ein Ticket für das ab Chiasso, deswegen das müsste dann trotzdem gelten. So, dann wieder erst die gerade eben, danach gibt es ganz lang gar nichts mehr. Die wäre wirklich jetzt gewesen. Die wäre jetzt, Mann ey. Okay, wir gucken bei dem anderen Bahnhof. Vielleicht geht da was. Der heißt Como Lago. Also, für San Giovanni gibt es die Abfahrtstafel online. Für den da gibt es sie nicht online. Und möglicherweise fährt der ja, weil der nicht davon betrieben wird, von den Streikenden.
Das wäre natürlich jetzt gut. Also, hier ist natürlich schon sehr schön, ne? Ich sag mal, das ist schon einer der italienischen Orte, in dem es halt wirklich richtig geil ist. Obwohl, wir kommen heute noch an so viel vorbei, also wollen vorbeikommen. Also worauf ich überhaupt keinen Bock habe, ist in Como zu stranden. Also Como Lago, wo sind wir? Ah, gleich da. Der Bahnhof ist halt wirklich direkt am See, ne? Deswegen heißt der auch so Como Lago. Aber jetzt hoffen wir mal, dass das von irgendeiner anderen Bahngesellschaft betrieben wird, außer Trenord oder Trenitalia. Ja. Ein Zug, da steht ein Zug. Da stehen mehrere Züge. Schaffe ich hier in Como tatsächlich noch irgendeinen Zug? Wenn ihr Kanalmitglieder seid, könnt ihr den zweiten Teil jetzt schon schauen. Und für alle anderen gibt es den zweiten Teil in einer Woche. Bis dahin, abonnieren, liken, dann verpasst ihr auch nichts. Auf Wiedersehen.